Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wer glaubt denn sowas? Heute bekommst du einen speziellen Einblick, was es mit diesem Kanal auf sich hat. Na, neugierig? Was steckt hinter dieser Sendung? Warum bereite ich, Eden Paradise, zusammen mit meinem besten Freund Jack Box alles so aufwendig vor? Warum mache ich mich immer so anmutig zurecht? Was sollst du davon haben? Was ist unsere Botschaft? Ich lerne hier in diesem Kanal ganz viel. Das ist übrigens automatisch immer so, wenn du für andere was machst. Das ist wie Schenken. Wer anderen ein Geschenk macht, von Herzen muss es schon kommen, wird selbst beschenkt. Als Beispiel, du schenkst jemandem ein Spiel, das du selber liebst. Dein Gegenüber freut sich total über das Geschenk und am Ende spielt ihr das Spiel zusammen. Et voilà, beide sind beschenkt worden. Der Kanal hier soll auch ein Geschenk sein an dich. Hier sind wir im Netz, im Internet, in den Social Media. Hier tummeln sich ganz viele Menschen, die vor allem ihr Aussehen posten. So heißt das, wenn man von sich was allen anderen zeigen will. Auf den Bildern sehen sie dann aus wie ideal schöne Menschen, nahezu perfekt. Doch inzwischen wurde es aufgedeckt, viele von denen schummeln. Fast alle. In echt sehen die gar nicht so aus. Fotos kann man heute ganz einfach bearbeiten. Das heißt, man kann alles viel schöner aussehen lassen, als es in Wirklichkeit ist. Auch Menschen. Mein Kumpel Jack Box, der alles checkt, hat ein grandioses Beispiel für uns gefunden. Das musst du gesehen haben. Jack Box, bitte. Hast du gesehen, wie man ihren Hals und ihre Beine verlängert, dafür aber ihre Füße verkleinert hat? Eigentlich wurde ja fast alles verändert. Bin ich froh, dass es bei mir nicht nötig ist. Ich bin so zufrieden, wie ich aussehe. Meine Fotos sind im Original schon super. Leider denken viele, dass die berühmten Leute und Supermodels wirklich und in echt so toll aussehen wie auf den Fotos oder den Filmaufnahmen. So wundervolle Haare haben, so makellose Haut. Aber morgens, direkt nach dem Aufstehen, sehen die auch nicht so aus wie auf den großartigen Bildern, die sie veröffentlichen. Glaube mir. Da kommt erstmal viel Make-up drauf, das heißt bunte Farben ins Gesicht. Dann künstliche Haare auf den Kopf, Wimpern und Fingernägel aus Plastik und noch viel mehr. Lass dich davon bitte nicht beeindrucken. Wie gesagt, heute kann man auf Fotos alles Mögliche zaubern. Manche lassen sich sogar operieren, damit sie in Wirklichkeit genauso aussehen wie auf ihren bearbeiteten Bildern. Leute, das alles kann nicht gesund sein. Die gute Nachricht ist, in diesem Kanal geht es überhaupt nicht um Aussehen. Was du für Haare hast, wie groß du bist, was deine Figur ist,
das ist hier völlig unwichtig. Im Gegenteil, es geht um innere Schönheit. Zum Beispiel deine Begabungen, deine Talente, die kommen von innen heraus. Die sind automatisch da und lassen sich kaum verändern. Warum auch? Die Kombination, das heißt die Zusammenstellung deiner Begabungen ist einmalig. Die hast nur du. Finde sie heraus. Und wenn du sie gefunden hast, dann lass sie los. Du sagst, ich weiß gar nicht, was ich gut kann. Alles bei mir finde ich immer so mittel, so Durchschnitt. Und? Was kann man machen, wenn man was herausfinden will? Na? Fragen stellen. Ich schlage dir mal eine Frage vor. Was könntest du stundenlang tun? Du sagst, Fernsehen. So war das nicht gemeint. Begabung oder Talent ist ja was man besser kann als viele andere. Man schätzt, dass mindestens 4 Milliarden Menschen weltweit Fernsehen schauen. Das wäre dann etwa die Hälfte der fast 8 Milliarden Menschen, die zurzeit auf der Erde leben. Über 3 Stunden sitzen die Deutschen im Schnitt, also manche mehr, manche weniger vor der Glotze. Beim Fernsehen macht man ja eher nichts, vielleicht noch essen und trinken. Das Talent liegt eher darin, den Fernseher rechtzeitig auszuschalten. Das können nicht so viele. Weiter im Text. Jemand sagt, ich bin super mit der Spielekonsole. Bei Online-Spielen. Da bist du sogar besser als andere. Das ist dein Talent. Oder du gehst gern reiten, kannst es prima und mit Pferden kannst du super umgehen. Oder du kannst klasse surfen oder prima Klavier oder Fußball spielen. Wenn du liebst, was du tust und gut darin bist, hast du eine Leidenschaft. Man nennt das auch Passion. Es kann auch sein, dass du liebst, was du tust, doch du wünschst dir, dass du noch besser darin wärst. Und du weißt genau, die Welt braucht es. Folglich ist es eine Aufgabe, eine Mission. Du würdest dir wünschen zum Beispiel, dass mehr Leute die Sonnenenergie nutzen, weil es gut für die Umwelt ist. Dafür brennst du fast so sehr wie die Sonne selbst. Aber du hast keine Ahnung von der Technik. Dann musst du es nachlesen und dir neue Fähigkeiten aneignen. Ein virtuoser Geiger muss auch daheim üben. Eine gute Übersetzerin muss Vokabeln lernen. Erwachsene haben oft einen Beruf. Das heißt, sie tun etwas, was sie gut können und wofür sie bezahlt werden. Man nennt es auch Profession. Da gibt es Busfahrer, Ärztinnen, Polizisten, Lehrerinnen und viele, viele mehr. Wenn sie sehr gut für ihren Beruf geeignet sind, ist das besonders nützlich und optimal ist es, wenn sie selbst dabei auch viel Freude haben und es ihnen echt Spaß macht. Manchmal bekommen Erwachsene gar nicht viel Geld für sehr harte Arbeit, wie zum Beispiel Krankenschwestern und Pfleger. Andere bekommen gar kein Geld für ihre Tätigkeiten. Sie werden einfach versorgt mit Wohnung, Kleidung und Essen, wie zum Beispiel Mönche und Nonnen. Du fragst dich, warum tun sie etwas, wofür es sehr wenig oder gar kein Geld gibt? Weil sie genau wissen, dass sie eine Berufung haben,
Das heißt, dass die Welt das braucht, was sie gut können. Auch Kinder spüren oftmals in ihrem Inneren einen Drang, sich für andere, die in Not sind, einzusetzen. Auf der einen Seite der Mensch, der Fotos von sich veröffentlicht, die mit einem Bildbearbeitungsprogramm verbessert worden sind, dass er oder sie so viel sportlicher, muskulöser, größer, schlanker, also oft irgendwie auch unnatürlich schön aussieht. Immer mehr Menschen verbringen viel Zeit damit, den eigenen Körper zu verbessern, zum Beispiel durch extrem viel Sport. Dann bräunen sie ihre Haut im Solarium, das heißt unter künstlicher Sonne, sind fast täglich bei einer anderen kosmetischen Behandlung und lassen ihren Körper durch Operationen korrigieren. Sie reisen auch gerne an besondere Orte, um dann noch eindrucksvollere Fotos von sich zu machen. Was ist eigentlich ihre Botschaft an die Welt? Ich verstehe nicht, was sie mir mitteilen möchten. Verstehst du es? Und auf der anderen Seite ein Mensch, der sich für andere Menschen, die zum Beispiel in Not sind, einsetzt. Der oder die Obdachlosen, also Leuten ohne Wohnung, Essen austeilt. Mit einsamen Menschen im Altersheim Mensch ärgere dich nicht spielt. Oder das Kind zu sich nach Hause einlädt, mit dem niemand auf dem Schulhof spielen will. Mit wem würdest du gerne mehr Zeit verbringen? Mit der schön zurechtgemachten oder mit demjenigen, der sich um andere kümmert? So, jetzt ist diese Episode gleich zu Ende. Weil ich wieder was gelernt habe, wünsche ich mir, dass für dich auch was Neues dabei war. Wie gut man Fotos aufhübschen kann, habe ich beispielsweise gar nicht gewusst. Du? Da wird aus einer normal aussehenden Frau ein Supermodel, aus einem Spargeltarzan ein Muskelprotz. Und es ist alles gar nicht real. Es verleitet aber dazu, auch so aussehen zu wollen oder zu müssen. Was aber gar nicht geht, weil es ja künstlich ist. Fake heißt gefälscht. Ich glaube nicht, dass die Welt das braucht. Die Welt braucht Menschen, die mit ihren Begabungen Gutes tun und zum Beispiel erkennen, wer Hilfe braucht und dann gemeinsam mit anderen anpacken. Lass deine Talente raus, an die frische Luft. Ist es nicht das Allerschönste, das zu leben, was man besonders gut kann, was einem besonders viel Freude macht, womit man sein Leben finanzieren kann und was die Welt braucht? Unsere Botschaft in diesem Kanal ist: Schau nicht nur auf materielle Dinge und Äußerlichkeiten. Entdecke, was Großartiges in dir steckt.